Das sind Oliver Uttke, Susan Holz und Robin Alt vom Johanniter Rettungsdienst. Und das sind die frisch gebackenen Mamas Natascha Emmert und Nina Schramm mit ihren Babys Milo und Anton Nikolas. 2 Hausgeburten innerhalb von nur 2 Nächten in Seligenstadt. Seltenheit im Rettungsdienst, eine Geburt zu Hause und dann halt gleich 2 Nächte in Folge. Das werde ich, glaube ich, diese Erfahrung, glaube ich, bis zur Rente nicht nochmal haben. Aber von vorne. Es ist die Nacht vom 9. Juli. Natascha Emmert 4 Tage über ihrem errechneten Geburtstermin. Bin um 3 Uhr nachts aufgewacht und dann ging's los. Ich habe meine Mutter noch angerufen, die nach der großen Tochter gucken sollte. Und bis sie da war, waren die Wehen von 10 Minuten auf jede Minute. Auftritt Nummer 1 der Johanniter. Für Rettungssanitäter Oliver Uttke und Notfallsanitäterin Susan Holz ist die Meldung über eine einsetzende Geburt zunächst nichts Ungewöhnliches. Eigentlich recht entspannt hingefahren und dann vor Ort hat sich die Situation halt so geschildert, dass jetzt die Ausnahme kommt. Ja, Kind kommt jetzt, oder beziehungsweise das Kind kommt nicht in der Klinik, wir transportieren noch, sondern dass das Kind dann halt zu Hause kommt. Also ich glaube, die Herausforderung für uns beide im ersten Moment, wir waren ja erstmal alleine ohne Notarzt vor Ort, war, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, mit der Mutter wirklich zu reden. Weil die Mutter sich in so eine Art Hypnose selbst versetzt hat aufgrund der Geburtsvorbereitung. Eine heikle Situation. Letztendlich ist aber alles gut gegangen. Nach 22 Minuten erblickt Milo im heimischen Schlafzimmer das Licht der Welt. Die Johanniter geben dem Baby Sauerstoff und packen es dick ein für die Fahrt ins Krankenhaus. Das war meine erste Hausgeburt, ja. Die Susan lernt es im Notfallsanitäter mehr wie ich. Ja, ich habe auch tatsächlich ein paar Tage Geburt gehabt. Also wie kann ich unterstützen, was muss ich vorbereiten, an was muss ich denken. Aber halt nicht in dem Ausmaße wie ein Notfallsanitäter. Besonders soll auch die kommende Nacht werden und diese Geschichte zu einer wirklich außergewöhnlichen machen. Die Besatzung des Johanniter Rettungsteams diesmal Robin Alt und wieder Oliver Uttke. Es war ein guter Einstieg in den Dienst, dass der Oliver schon erzählt hat, er hat letzte Nacht eine Geburt gehabt und sagt, es müsste nicht unbedingt nochmal sein, aber es kam anders. Nina Schramm, ebenfalls aus Seligenstadt. Es ist die Nacht vom 10. Juli, 3 Wochen vorm errechneten Geburtstermin. Die 37-Jährige fühlt sich unwohl. Und dann bin ich um 2 oder um halb 3 in die Wanne. Und ja, dann tatsächlich, da wurde es dann stärker. Da habe ich dann gemerkt, dann haben wirklich die Wehen angefangen. Und als ich dann aus der Wanne raus war, ging es auch gleich schon los. Also ich habe auch sofort gemerkt, dass ich es gar nicht mehr ins Klinikum schaffen würde. Ich habe es gemerkt, weil es waren wirklich gleich die Presswehen und die kannte ich noch von der ersten Geburt. Und da wusste ich dann, dass es nicht mehr lange dauert und wir brauchen ja 28 Minuten ins Klinikum. Auftritt Nummer 2 von Oliver Uttke, der diesmal mit dem Kollegen Robin Alt im Rettungswagen unterwegs ist. Ich bin um 22 angerufen und um 26 war er da. Um 48 ist dann ja mein Kind geboren worden. Also ging alles ganz schnell. So. Der Herr Uttke war tatsächlich die ganze Zeit durchgehend oben links an meinem Kopf. Und ich habe ihm seine Hand gehalten und die Hand gedrückt. Und er hat gesagt, keine Sorgen machen, ist meine zweite Hausgeburt. Noch so gescherzt halt. Baby Anton Nikolas ist 3 Wochen zu früh dran. Gemeinsam mit Mama und dem Team der Johanniter geht's dann vom heimischen Sofa ins Krankenhaus. 2 Geschichten, die verbinden. Einige Wochen nach den Geburten lernen sich auch Natascha Emmert und Nina Schramm über ihre Hebammen kennen. Wir kommunizieren ganz viel und tauschen uns da ganz viel aus. Tut gut, die Natascha zu haben und einfach über die erlebte Situation noch mal zu sprechen. Und ja, tut wirklich gut. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Danke. Wir gehen zusammen spazieren und ja, mal sehen, was aus den beiden wird. Aber die Story ist auf jeden Fall besonders. Das schweißt schon zusammen, denke ich, ja. Übrigens, laut Aussage der Johanniter schafft es der Rettungsdienst in 99% der Fälle mit den Schwangeren in die Klinik. Milo und Anton sind Statistiken aber offensichtlich egal. Diese Seltenheit aus dem Rettungsdienst gleich in 2 Nächten in Folge zu erleben, das hat schon was. Das finden auch alle, die mit Oliver Uttke zusammenarbeiten. Ja, Hebammenjob, ich sollte ein Storchenabzeichen für die Jacke bekommen. Das sind so die Aussagen, die dazu kommen. Storchenabzeichen, kein Problem, finden wir und wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch von Maintower an alle Beteiligten.